Heute beschäftigen wir uns mit dem Landschaftsrohbau auf unserer neuen Hanulé-Anlage. Dazu bauen wir Straßen, Wege und den Wasserfall, setzen Tunnelportale, Mauern und Stützwände, schottern und altern Gleise im Tunnelbereich, bauen Berge aus Styrodur und noch mehr. Das Ergebnis ist durchwachsen. Wir stoßen auf ein Problem, das so ziemlich jeder Modellbauer kennt. Mehr dazu aber im Finale des Videos. Willkommen bei der MOBA-Manufaktur. So sieht die heutige Basis aus. Die ganzen Lücken sollen heute verschlossen werden und es soll das fertige Gelände entstehen. In der Planungs-3D-Ansicht sehen wir, wo Berge, Flüsse und Täler hinkommen. So soll es am Schluss auch auf der Anlage aussehen. Wir starten damit, noch fehlende Straßen und Zufahrten zu ergänzen. Das machen wir teilweise aus Sperrholz mit 6 und 8 mm, aber auch aus 2 mm Karton, der zweilagig verklebt wird. Zum Verkleben verwenden wir hauptsächlich Heißkleber und da und dort mal eine Holzschraube für die Langlebigkeit. Wichtig ist, auf einen natürlichen Verlauf zu achten. Man muss immer daran denken, die Landschaft war zuerst da und Straßen und Wege wurden nachträglich eingearbeitet. Vor allem bei natürlichen Gewässern darf es nicht zu gekünstelt oder nach Baukastensystem aussehen. Also schadet es teilweise auch nicht, ein wenig wild loszuarbeiten. Heute stelle ich euch ein neues Werkzeug vor, die Fantic C8 Nano Akkuschere. Neben dem performanten Akku mit bis zu einer Stunde Schneidezeit hat diese auch 3 Powerstufen. Unsere Einsatzzwecke bei der Modellbahn: Wir schneiden den Polystyrol-Hintergrund, Trittschalldämmung, PVC-Streifen als Absturzsicherung, Alufliegengitter, Kork, Neopren, Karton, aber auch Mauerplatten aus dem 3D-Drucker und 2 mm MDF-Platten. Super stark und schneidet alles ohne Probleme. Sehr praktisch, sage ich euch. Auch hat sie eine integrierte LED-Beleuchtung. Die Aufladung erfolgt per USB-C und auch der Tausch des Schneidblattes ist super easy. Da wir später nicht mehr gut an die Wendeschleifen des Camotion kommen, ist es notwendig, vor dem Verschließen der Landschaft eine Absturzsicherung zu montieren. Keinesfalls soll eines der teuren Fahrzeuge auf dem Boden landen, wenn es die Spur verliert. Zugeschnittener PVC-Lamellenvorhang wird angenagelt. Da wo wir mit dem Hammer nicht mehr hinkommen, wird stabiler Karton verklebt. Mauern und Stützwände fertigen wir selber an.
Zum einen haben wir im 3D-Drucker unterschiedlich große Strukturwalzen erstellt, die wir in die Trittschalldämmung pressen. Teilweise verwenden wir direkt Kunststoffmauern aus dem 3D-Drucker und auch im Laser gravierte Betonplatten aus 2 mm MDF kommen zum Einsatz. Auch die Tunnelinnenwände müssen vor dem Verschließen der Anlage fertig sein. Durch diese sieht es nicht komisch aus, wenn man in den Tunnel reinschaut. Als Bogenstütze dient uns ein 3D-gedrucktes Tunnelsegment, welches wir mit der zuvor geprägten Trittschalldämmung bekleben. Im modernen Tunnel kommen einfach stehende Betonwände zum Einsatz. Aus gleichem Grund wie zuvor altern wir auch gleich die Gleise im Tunnelbereich und schottern diese. Die Schwellen werden nur mit hellgrau gedrybrushed, die Schienen selbst werden mit brauner Farbe im Rostlook bemalt. Der Gleisschotter wird aufgestreut, per Pinsel verteilt und mit ein paar Schlägen auf die Gleistrasse etwas eingerüttelt. Wasser-Leim-Gemisch verklebt dann alles. Puh, das hätten wir fast vergessen. Damit sich die Camotion-Fahrzeuge nicht am Magnetband bzw. an der Holznut verhaken können, wird die Fahrbahn noch leicht verspachtelt. Nun bauen wir alles auf die Anlage. Wir setzen die Mauern, Stützwände, Tunnelinnenwände und verkleben alles mit Heißkleber. Überall, wo das Gelände ohne Felsen zu steil wäre, benötigt es eine sinnvolle Abstützung.
Und noch ein neues Werkzeug, das Fantic A10 Pro Lasermaßband. Es kann auf 5 verschiedene Einheiten eingestellt werden und auch der Nullpunkt kann dreifach konfiguriert werden, zum Beispiel für die Montage auf einem Stativ. Das manuelle Maßband hat 3 Meter Länge, der Laser schafft ganze 50 Meter. Und wofür brauchen wir das? Zum Beispiel für die exakte Raumvermessung für die zukünftige raumfüllende Anlage auf 3 Ebenen. Auch wenn es da hoffentlich schon in einem Jahr zum Rahmenbau kommt, wird dieses Lasermaßband Gold wert sein. Jede Messung wird gespeichert und ist im Farbdisplay wieder ablesbar. Zusätzliche Funktionen wie eine Libelle zum Einrichten und eine Flächenberechnung sind ebenfalls integriert. Die Aufladung erfolgt wieder per USB-C. Einfach super praktisch dieses Tool. Bis hierher waren soweit alles nur Vorbereitungsarbeiten, damit wir nun die Landschaft verschließen können. Dazu kommen 2 Varianten zum Einsatz. Berge, Hügel oder markante Geländestrukturen und Formen bauen wir aus Styrodur. So bleibt die Anlage schön leicht, im Gegensatz zur Spantenbauweise, wo viel Holz zum Einsatz kommt. Die zweite Variante ist in flacheren Abschnitten per Alufliegengitter tragende Flächen zu erstellen. Dazu wird dieses meist zwischen bestehende tragende Elemente wie Straßen, Wege, Mauern oder Gebäudeflächen verklebt. Diese Arbeit braucht auch etwas Geduld und Zeit. Und genau da kommen wir wohl an unsere Grenzen. Wer Interesse an den 2 Fantic-Werkzeugen hat, der hohe Rabattcode von 40% gilt nur während der Frühlingsangebote, also schnell zuschlagen. Das Ergebnis auf der Anlage ist durchwachsen. Man sieht schon den ersten felsigen Styrodurhügel mit Kapelle drauf und auch so manche Lücke ist per Drahtfliegengitter verschlossen. Beim Schwenk nach links offenbart sich aber das große Problem. Wir wollen zu viel in zu kurzer Zeit schaffen. Sprich, wir haben uns zu viel vorgenommen. Viele Modellbauer kennen das Thema und jeder von uns reagiert wahrscheinlich unterschiedlich darauf. Wir haben gemerkt, dass wir ins Hudeln kommen, beziehungsweise auch auf Hochdeutsch unsorgfältiges Arbeiten. Wenn das passiert, brechen wir die Arbeiten lieber ab. Lieber mehr Zeit nehmen und auf die Qualität achten. Manchmal muss man sich eben zur Geduld zwingen. Trotz des halbfertigen Ergebnisses bitte liken, hypen und teilen.
auch unbedingt ein kostenloses Abo dalassen, um keine Fortschritte mehr beim Bau unserer kleinen H0E-Anlage zu verpassen. Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.